eure Zugucker. Das ist eine Unternehmung, das ist ein Interview, was ich mache jetzt für die Jüdische Liga, eine Organisation, was es übergegeben der jüdischen Kultur und Sprache und betrachtet Jiddisch nicht nur wie ein Loschen zu forschen, sondern auch wie eine lebendige Sprache. Und dafür sind alle unsere Unternehmungen auf Jiddisch. Und heute haben wir einen speziellen Gast, Josh Waletsky, ein bekannter Kompositor und Filmograf. Wir kennen sich schon 60 Jahre von Camp Boiberek in New York. Und kommt von einer Sprache, was hat gesagt, sein Tat ist ein außergewöhnlicher Singer, er hat das gejarschend und er ist geworden nicht nur ein Singer, das ist ein außergewöhnlicher Singer, aber auch ein Kompositor. Und bei ihm ist ein anführender Kompositor für neue jüdische Lieder. Und was wir wollen heute erinnern, wird sein ein neues Projekt. Und ich meine, dass Josh wird geben zu verstehen, was das meint, ein Song Cycle. Und wie soll lass mal nehmen, Josh, mit der Frage wegen der Entwicklung von der Komposition, von der Platen. Platen zusammen, ja. Oh, warte, eine Minute, Josh, entschuldigt. Ja. Ich vergesse, ich will sagen, als die Vorstellung kommt vor dem 26. März. Es sollen sein 2 Vorstellungen, 1er und 6er, und das wird sein in the Museum of Jewish Heritage in New York. Und ich weiß, ich habe schon Neues verkauft, aber ob ihr kennt, das ist ein seltener Geschehnis auf der jüdischen Gas. Jetzt, und ich will das noch einmal dem Mann zum Sof. Sehr gut. Ja, wir sehr warten. Ich weiß nicht, wie es halt mit den Billetten, aber gekauft. Ich hoffe, dass wir haben einen guten Heilen. Wie hat sich angehalten? Ich bin geboren geworden in 1948 in New York, Stadt, in Brooklyn, Dafke. Und bin untergewachsen in ein Netz von jüdischen weltlichen Institutionen. Shalom Aleichem Schules, Mittelschule, Vereinigte Mittelschule und das Wichtigste ist gewesen Camp Boiberek, was hat mir geschaffen ein Gefühl als ja, Jiddisch lebt, das heißt, schreiben neue jüdische Lieder hat bei mir angehalten in Camp Boiberek. Und ich habe damals gehabt ein Gefühl, als schreiben ein neues jüdisches Lied ist etwas äußerlich. Faktisch habe ich zu bedanken Beilen. Ich soll den Zuhörer verstehen, als wir endlich Beilen Schächter Gottesmann, mein Name. Danke. Ihr Geschichte in Schreiben Lieder ist gewesen sehr ähnlich. Sie hat angehalten wie ein Lehrer, hat sie gedacht, schreiben Liederlach für die Kinder. Und noch später im Leben ist eingefallen, dass die Lieder, was sie schreibt, nicht die Singlieder, aber kann euch wären Singlieder. Also sie können euch schreiben Singlieder. Ist bei mir aber angehalten zu schreiben neue Werte zu den Liedern, nur wenn die 40er Jahre. Und für ich meine Beiles, etwas ähnlich. Das hat mir inspiriert. Die 2 Clown, Boiberek, schreiben Lieder, mit Texten von anderen, schon existierende Texten. Und Beile hat mir also inspiriert zu schreiben mit eigenen Wörtern, wegen Heint, Punkt gemacht. Ich habe gemacht einen Film für der Jüdische Liga wegen Beiler Schächter Gottesmann. Ja, das alles ist geknippt und verbunden.
2019 hat Yiddish Summer Weimar, was ist ein Festival von jüdischer Kultur, Musik befragt, aber allgemein wegen jüdischer Kultur. Was kommt vor in Weimar in Deutschland? Sommerzeit schon über 12, 15 Jahre. Und sie haben gemacht das Festival, wo sie haben gemacht Kommissions für neue Werk. Schreiben die Werk, haben gedacht, haben sie tun mit der jüdischen Kultur, was gewesen sehr entwickelt in Deutschland zwischen die beiden Weltmachten, speziell in Berlin. Ist man noch verbeten, Anteil zu nehmen in dem und schreiben ein Song Cycle, das heißt ein Kranzlieder, was dauert ein ganzes Programm, was füllt euch ein ganzes Programm, wenn wir sagen, 1,5 Stunden. Ist, und was haben etwas Gleiches zwischen sich, aber es ist ein Kranzlieder, wenn man so. Aber ich gesagt, aber ich bin es ist mir sehr angenehm zu sein, verbeten, zu schreiben neue Lieder. Das ist meine Rolle jetzt. Aber ich will nicht schreiben Lieder, was haben zu tun mit 100 Jahren zurück. Ich will schreiben Lieder, was ich schreibe wegen Heint. Haben sie gleich das angenommen. Und das ist der Geburt von Pleitem zusammen. Das ist gewesen faktisch in mitten von der Trump-Jahren. Und Pleitem ist gewesen sehr wichtiger Moment in jenen Jahren. Es bleibt also wichtig. Aber speziell mit Mexiko, es gibt eine Größe, die Wand, was gewollt bauen und so weiter und nicht reinlassen Muslime in Amerika. Es werden sehr aktuell. Das hat angezogen, mir eine Wellen zu schreiben wegen dem, aber nicht nur wegen dem, wegen Arumike in Jonim und persönliche, mehr innerliche Lieder. Wie kann man sammeln Keuches und Film aktiv? Weil solche schädliche Zeiten, wenn man sagen, machen einmal als ein Mensch, will sich vielleicht zurückziehen von der alle Machleukes und alle Kämpfen, was kommen vor auf der Gas, ist die Themen sehr gewesen, also heute Morgen bei mir. Und dass er daran happy wird. Ja, aber ich darf zugeben, ein Fakt, was ist sehr wichtig. Was ist speziell interessant für mir, ist, bis 2019, wenn ich habe angeschrieben ein neues Lied, und ich habe es gewollt versprechen, aber ich habe es allein gesungen. Aber in dem Fall habe ich gehabt ein Ensemble von österreich schönen Sänger. Daniel Kahn, und das sind alle 9 Freunde dazu, aber österreich schöne Sänger. Daniel Kahn, Sascha Luja, Sveta Kundisch und
Pauline Shepard, was gewesen bei mir an Novine, weil ich bis damals nicht gehabt in Gelegenheit zu arbeiten mit ihr. Aber das gewesen nicht nur die Sänger, sondern die Musiker, die was haben gespielt in der Kapelle. Dwoire Streuss, was ist ein alter Chaber, gemacht Albumen kompaktes zusammen, schon Jahren. Und Jake Schulman Mann, was gewinnt mein Fiedler. in New York State Council of the Arts, yeah, Merlin Shepard, Clarinet, österlich, hab gekannt von Klaas Kanade, und so weiter. Das ist so gewesen als eine österliche Kampagne von größeren Künstlern, was ich gesagt. Und mein Freude ist, März, dem 26. werden alle sich sammeln noch einmal zusammen. Die was haben das zuerst gesungen. Ich habe geschrieben, die Lieder dafür gezielt zu den Teves von den verschiedenen Singers. Ist das, was sie alle kommen in New York, dass sie spielen, dem 26. März, ist ein größer Freude von mir und ein größer Covid. Siehst du als Achillik zwischen, oder wird sich das Werk entwickelt von Weimar bis New York? Interessant. So hat sich entwickelt, also in Weimar ist gewesen ein Konzert. Und wir haben alle gedacht, lernen die Noten, also die Wörter. Viele ich habe gedacht, haben also ein Blatt vor sich. Weil eine von den Liedern habe ich noch geendet mit Tag Friert, ist das ist ein Chilik. In New York wollen wir das spielen als ein Off-Book. Das heißt, alle haben schon eingesappt in sich die Lieder. Aber dazu wird man haben als ein Rahmen, eine theatralische Rahmen herum die Lieder, was Jane Levison hat angeschrieben. Und es gibt als ein Gefühl von Hemmschach, von einem Lied zum zweiten. Es gibt es auch Rahmen. Wir haben euch Director, wie man sagt. Regisseur. Regisseur, Dank. Michael Barakiva, was ist sehr angenommen. Und es sei eine so theatralisch, kann man sagen. Du hast Skript, heißt das, nicht nur Lieder. Ja, ja. Das heißt, die Lieder, wie man sagt auf Englisch, Music Forward. Das heißt, die Lieder sind der wichtigste Teil, ja. Aber der Zusammenhang ist euch wichtig in dem. Wir haben euch Bilder von Jenny Lapatnik, hat gemacht Bilder, was wir nutzen in Szenario. Ist, ja, sie sind auf, gesagt, ein höheren Niveau. Und ich wollte fragen, wegen der Musik, ich habe sich ein bisschen zugehört, zu was wir kennen auf Internet. Und ich höre alte radikale Lieder, jüdische und Theater inspirierte Lieder. Wie also benennst du deine Musik? Ist du also viel Minenmusik in dem, oder ist du nur einer? Nein, der Volk sagt, dass sie da Array Genre in dem
למשל, סדר הוויגליד, סדר הטנסליד, סדר הבלדה. Ja, alle Minen sind reingemischt da, weil es will schaffen als ein Bild in 3 Dimensionen. Nicht nur sein Pleiten zusammen, wenn wir kämpfen gegen Blut und Hass, das ist Pleiten zusammen, das Lied von Titel. Aber die alle Momenten, was führen an Menschen zu dem Punkt von Verstehen, dass man darf sein aktiv. Ich habe Ja. ein bisschen geguckt, ich habe gehabt Zutritt zum Skript. Und du ein Lied, jeder Vogel ein Dinosaurier. Ein interessanter Titel. Und wie willst du beschreiben, wegen was ist das Lied? Das Lied ist approved zu, no, es ist eine Satire, versteht sich. Aber zu verstehen, mager. Ja, wenn wir machen Amerika noch einmal groß, ja, was ist gewesen der Spitz von Trumps Richtung. Und ja, es ist Porsche zu nehmen, kurz gesagt, sehr in einem Theaterstil. Was ist eine von den Genres, was ich benannt. Zu verstehen, was ist der Gedanke zu gehen zurück. Und ich mache so ein Gusme von dem, versteht sich. Jane hat mir heute früh geschickt, sehr einen interessanten Artikel wegen Tage, wie die Vögel haben sich entwickelt von Dinosauriern. Und es weiß durch Leute, Wissenschaftler, was vernehmen sich mit dem als sehr Schnäppeln. Seinen Punkt, das, was hat sie herausgeraten wird. Als die Vögel von allen Dinosauriern, nur die beflügelt, was haben sich entwickelt, sind geblieben, nach dem, was alle Formen von Leben, gemacht alle, auf der Erde sind vernichtet geworden. Ist aber der Zugang, ich habe genommen, lass mich sagen, ein Zugang, was ich gedenkt von verschiedenen Jiden, was ich auch gekannt, Grüne, was Flecken also reden, Beispiel, so haben wir keine gegen Darwin, war sehr herabfallen von heute Morgen. Ist als ein Volksmotiv. Ich meine, nicht, was ich habe es energisch gelernt oder gehört, aber der Zugang ist also. Ja, ich meine, wenn man hört das Lied, versteht man bald, als es ist Satire. Ja. Und was meint das, also das Werk ist auf Jiddisch? Was geht das zu? Okay. Jetzt kommt man zu dem. Was auf Jiddisch? Weil es wird gesagt, als, lass mich sagen, in dem Lied, wie ein Marshall. Ich kann nicht reinkriegen in mich von einer von den Mager-Menschen, also gut wie auf Jiddisch. Für was? Weil mein Verstand ist mir ganz fremd
auf Englisch. Mhm. Ich kann sich nicht da reintrachten in dem. Aber auf Jiddisch verstehe ich es als Sache kränker, weil die ein Volksmensch, was wird da so getracht, kann ich gut verstehen. Es ist einfach schon modern. Aber ich gefühl, nur in allgemein, aber ich habe Gefühl, als Jiddisch von mir ist mehr an innerlicher Sprache. Es, die intime Gedanken, was, nur, a viele Leute sagen, also ich rede meistens auf Englisch, tagtäglich. Von Zeit zu Zeit gab sich heraus ein jüdischer Satz oder ein Ausdruck oder ein Gefühl. Und es ist allemal so, es hat ich habe dem Gefühl, dass der gleich ein innerlicher Moment, was ich kann nicht ergreifen mit Englisch. Mhm. Und dazu, als ich schreibe ein Lied wegen aktueller Themen auf Jiddisch, hat es einen anderen Abklang von Eulen, weil mein Eulen ist, ach mein, wer es will, wie dein Mann hat gesagt, ein Jochen, was will, was interessiert sich in dem. Aber zuerst ist jeden in Amerika oder jeden auf der Welt, was seinen ist religiös, Labdavke. Und heutzutage der Gefahr, was es also beulet von Salomon. Und wenn es trifft dann wie Jeden, der Antisemitismus besteckt in White Nationalist Bewegungen. Was ist ein wichtiger Teil. Es ist nicht nur eine Seite jedenfalls. Es ist wichtig. Und eine Sache von den weltlichen Jeden fühlen sich, was hat das zu tun mit mir? Ich gehe nicht in die Schule, ich gehe nicht darum mit der Kippe. Was hat das zu tun mit mir? Ist zu kommen auf ein Theater nach Mittag oder Abend und hören jüdische Lieder, was kommen gleich zu dem Punkt von Kämpfen gegen die böse Winden von unserer Zeit. Meine hat es ein Gefühl, als okay, jetzt kann ich fühlen sich für was, kann sich fühlen, ich meine, ich wie ein Mitglied, was hört sich zu, als Zugucker, als Zuhörer, kann verstärken ein Gefühl von Identität. Und als wir kommen zu den Jahren, zu den bösen Winden, wie jeden, sie mir geht in Schule, sie mir geht nicht in Schule. Aber die Sprache von unserer kommen an gegen die bösen Winden ist euch ein Eufen von verstärken unser Gefühl wie Jeden. Also wir sind Jeden, wir sind stolz mit dem, wir haben was zu wir können sich ernähren von dem. Mhm. Und das gibt uns ein Gefühl von okay, heute man zielt gegen uns wie Jeden, haben wir ein Gefühl, als wir kommen, das an gegen wie Jeden. Ja. Und Tage, der Titel
Pleiten zusammen. Das Wort zusammen klingt also wichtig wie Pleiten. Und ja. Punkt das. Was? Punkt das. Ja, Punkt das. Das ist, weil jeder hat mal Gefühl, als als man Rätwerken Pleiten betrachtet man, ja, wir sind ein Erfolg von Pleiten. Ja. Aber der Fakt ist, dass die Welt ist angefüllt mit Pleiten. Und Punkt der Fahr, ich meine, dass, wie heißt er, Boyaren hat geschrieben, ein Buch wegen dem, wegen Gottes, was hat uns zugegeben positiv, nicht nur, wir können nicht betrachten, nur Chabali wegen dem, nicht der Fall. Als, ja, seinem Gottes, hunderte Jahren hat uns, ausgeformt für Erfolg. Und wir können nicht nur benehmen das mit Tränen. Es ist etwas gewesen gut. Nicht nur das, wie ich sage, die Welt ist angefüllt mit Pleiten. Ja. Ja. Sehr wichtig. Lass mir verändigen mit dem. Wir reden jetzt wegen der Vorstellung Pleiten zusammen, geschaffen von Josh Waletsky, was man wird vorstellen, am 26. März, zweimal in Einsersäger und Sechsersäger in dem Museum of Jewish Heritage. Es ist eine seltene Gelegenheit. Josh Waletsky ist ein Pionier in Taka-Heinzeitige Lieder. Ich habe nicht schon die Friedrich kompaktlich, was das aber euch ist ein Oeuvre, was ist einzig in der jüdischen Welt. Will ich und der Jüdische Liga bedanken, Josh Waletsky, und ich hoffe, dass beide Vorstellungen werden sein ausverkauft. Ich stelle sich vor, dass ja, was ist also selten, und die Singers und die Musiker sind in erster Klasse und die Beste. Und Danke. Schönen Dank, Josh. Ich hoffe, was ein Dank der Jüdischen Liga, weil die Jüdische Liga hat unterstützt unser Programm. Ich danke euch allen. Und er steht sich durch die Jahre, die Jüdische Liga wird sehr wichtig im Aushalten und Vorausstoppen jüdische Sprache. Ich danke euch allen. Okay, danke.